il y a une tentation de repli national chaque fois qu'il y a une épreuve. Rien n'est pourtant plus vain que de chercher à se sauver seul. Und niemand verlässt seine Heimat leichtfertig. Auch nicht die, die aus wirtschaftlichen Gründen kommen. Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg waren so viele Menschen auf der Flucht wie heute, etwa 60 Millionen. C'est une crise humanitaire à laquelle nous faisons face, avec un afflux de réfugiés. À chaque crise, des peurs se manifestent. Il faut vivre avec la peur, mais il ne faut pas vivre dominé par la peur. Abschottung und Abriegelung im Zeitalter des Internets sind eine Illusion. Kein Problem wäre gelöst, sondern zusätzliche gravierende Probleme entstünden. Denn die Bindung an unsere Werte und damit unsere Identität gingen verloren. Wenn wir das missachten, verraten wir uns selbst, nicht mehr und nicht weniger. L'Europe a tardé à comprendre que les tragédies au Proche-Orient ou en Afrique ne pouvaient pas être sans conséquences pour elle. L'Europe n'a pas mesuré l'espoir qu'elle suscite et qu'elle suscitera longtemps. Ich bin überzeugt, wir müssen unsere Außen- und Entwicklungspolitik deutlich stärker darauf ausrichten, Konflikte zu lösen und Fluchtursachen zu bekämpfen. Nur gemeinsam wird es uns gelingen, eine faire und angemessene Verteilung von Flüchtlingen auf alle Mitgliedstaaten zu erreichen. Seien wir ehrlich, das Dublin-Verfahren in seiner jetzigen Form ist in der Praxis obsolet. Remettre en cause la libre circulation des personnes par le retour aux frontières intérieures serait une erreur tragique. Mais prétendre que Schengen, dans son fonctionnement actuel, permettra d'affronter les pressions à son périmètre, ce serait une autre erreur. François Mitterrand, il y a moins de 26 ans, au moment où il a quitté ses fonctions, était venu devant le Parlement européen pour s'exprimer. Il avait dit que le nationalisme, c'était la guerre. Son avertissement vaut encore aujourd'hui. Le débat, il n'est pas entre moins d'Europe et plus d'Europe. Il est entre l'affirmation de l'Europe ou la fin de l'Europe. Oui, la fin de l'Europe, c'est-à-dire le retour aux frontières nationales. Wir brauchen mehr denn je den Mut und den Zusammenhalt, den Europa immer gerade dann bewiesen hat, wenn es darauf ankam. Und Deutschland und Frankreich sind dazu bereit. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten. Und zwar so, wie es Helmut Kohl 1989 hier im Europäischen Parlament mit dem Blick auf die Umbrüche in Mittel- und Osteuropa vorgeschlagen hat. Ich zitiere ihn: mit Klugheit und mit Augenmaß, mit Einfallsreichtum und Flexibilität. Herzlichen Dank.